Wir können auch sagen, okay, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Heiligen Geist, was soll das überhaupt? Ich bin doch ein erwachsener Mensch, ich kann Entscheidungen sehr wohl für mich alleine treffen, vielen Dank. Das können wir tun, natürlich. Das Ergebnis, nicht weil du bestraft wirst, sondern weil es die logische Konsequenz ist, wird immer irgendeine Art von Chaos sein. Hi, ich bin Peri Soilu und du bist hier beim Happy Cool Love Podcast, dein Podcast für mehr Lebenssinn, Bewusstsein und Klarheit. Ich freue mich, dass wir hier wieder gemeinsam kurz in die Tiefe gehen mit unserem Träumbegleiter Ein Kurs im Wundern. Ein Kurs im Wundern ist ein Training für deinen Geist, für meinen Geist, um das derzeit dominante Angst-Ego-Denksystem abzulegen und es mit einem liebevollen Denksystem zu ersetzen. Ein Kurs im Wundern sagt, ein Wunder entspricht einem Perspektivwechsel von der Angst zurück zur Liebe. Und das schaffen wir, indem wir das Mittel der Vergebung nutzen. Die Vergebung zeigt uns auf, dass diese menschliche Ebene nicht die absolute Wahrheit ist, sondern dass es eine geistige Ebene zu allem gibt, was wir hier erfahren. Und wenn wir diese geistige Ebene wieder an Nummer 1 tun, an Platz 1 tun, weil wir wissen, dass das die Wahrheit ist, können wir diese menschliche Ebene ganz neu, sanft und gütig betrachten. Das ist, was ein Kurs in Wundern uns aufzeigen kann, aber nur, wenn wir so wollen, weil dieser Kurs basiert auf der Liebe und die Liebe kennt keinen Zwang. Heute in der Folge 304 vom Happy Cool Love Podcast möchte ich was Neues mit dir ausprobieren. Das habe ich bis dato noch gar nicht gemacht. Ich möchte mit dir tatsächlich eine Art meditatives Gebet üben, was ich immer mal wieder nutze und auch ziemlich häufig weiterempfehle, wenn ich mal nicht weiter weiß. Ich glaube, für mich ist das wirklich die effektivste Methode, um wieder etwas in Bewegung zu setzen, was sich irgendwie wie festgehakt fühlte. Meistens ist es irgendeine Situation oder irgendein Mensch oder mehrere Menschen, eine Gruppe von Menschen, wo du merkst, okay, ich bin ja wirklich getriggert, meine Knöpfe sind allesamt gedrückt und ich weiß einfach nicht, wie ich hier weiterkomme. Und dafür habe ich eine Idee beziehungsweise ein Angebot, wie du damit umgehen kannst. Ein Kurs im Wundern lehrt uns ja, dass wir Entscheidungen nicht alleine treffen können. Nicht, weil uns da irgendeine Art von Autorität abgesprochen werden soll, sondern weil wir es tatsächlich nicht können. Wenn wir nur diese menschlichen Sinne benutzen, wenn wir nur unseren Bewusstseinszustand des Menschseins nutzen, um eine Entscheidung zu treffen, dann werden wir wahrscheinlich in allerlei Chaos enden. Also sagt ein Kurs im Wundern, hey, es geht gar nicht darum, dass ich dir eine Autorität absprechen will, aber du kannst Entscheidungen nicht alleine treffen. Hole eine höhere Ebene dazu, weil nur dann werden deine Entscheidungen so ausfallen, dass es Frieden für dich und alle Beteiligten bedeutet. Und ein Kurs im Wundern nennt diese höhere Ebene, diese weise Stimme in uns, die wir hören können, auf die wir horchen können, wenn wir die Stimmen dieser Welt übergehen, den Heiligen Geist. Der Heilige Geist ist unser innerer Lehrer. Und den können wir zu Situationen dazu holen, wenn wir merken, okay, ich weiß hier einfach nicht weiter. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich habe alles Mögliche probiert. Heiliger Geist, übernimm du. Ich habe keine Ahnung mehr. Ich folge deinen Worten. Wie gesagt, wir können auch sagen, okay, ich habe überhaupt keinen Bock auf den Heiligen Geist, was soll das überhaupt? Ich bin doch ein erwachsener Mensch, ich kann Entscheidungen sehr wohl für mich alleine treffen, vielen Dank. Das können wir tun, natürlich. Das Ergebnis, nicht weil du bestraft wirst, sondern weil es die logische Konsequenz ist, wird immer irgendeine Art von Chaos sein. Das ist zumindest meine Erfahrung und ich glaube, wenn du auch einen Kurs in Wundern nicht nur seit gestern, sondern seit einiger Zeit liest und die Prinzipien dort befolgst und merkst, was der Unterschied ist zu früher, als du nur deinem Ego gefolgt bist, kannst du mir folgen und wirst mit mir übereinstimmen, dass das Ergebnis, wenn ich dem Ego folge, irgendeine Art von Chaos sein wird. Und wenn ich einer höheren Stimme in mir wieder Platz mache, wenn ich dieser weisen, intuitiven, ruhigen Stimme wieder in mir folge, ich sehr viel mehr Frieden, Freude, Gelassenheit empfinden werde. Heute möchte ich dir eine Methode vorstellen, wie du den Heiligen Geist, also deinen inneren Lehrer, diese weise innere Stimme um Führung bitten kannst. Ich habe diese Methode vor vielen Jahren von Marianne Williamson mir abgeschaut. Sie teilt sie immer mal wieder mit Menschen, wo sie merkt, die hängen fest. Da gibt sie immer den Rat. Und ich habe ihn auch oft befolgt mit wirklich wundervollen Ergebnissen,
30 Tage für 5 Minuten für die Situation oder für einen Menschen, der deine Knöpfe zu drücken scheint, zu beten. Ich weiß, 30 Tage klingt erstmal sehr viel, aber im Endeffekt darfst du ja nicht vergessen, dass was du gibst, immer zu dir zurückkehrt. Geben und Empfangen sind in Wahrheit eins. Um uns gemeinsam jetzt auf dieses meditative Gebet vorzubereiten, gehen wir jetzt erst noch einmal in die Lektion 121, weil dort eine sehr ähnliche Übung stattfindet. Zwar nur für einen Tag und nicht für 30 Tage, aber wir schauen uns so ein bisschen was aus dieser Lektion ab, damit du weißt, worauf du dich einlässt. Weil ich glaube jetzt erstmal nur diese Idee davon zu haben, okay, ich soll für jemanden 30 Tage für 5 Minuten ein Gebet sprechen oder ihn in meinem Geist halten. Was bedeutet das überhaupt? Wie soll ich das angehen? Wir brauchen oft genug noch irgendwelche Anweisungen, weil wir uns manchmal gar nicht so wohl fühlen, wenn wir so ein bisschen selbst kreativ werden können, was du hier auch werden darfst. Ne? Also ich gebe jetzt hier eine Variante vor, aber du kannst daraus machen, was du willst, solange du die Essenz nicht komplett verlässt. Ne? Also alles ist willkommen. Vielleicht brauchst du ganz, ganz klare Anweisungen und vielleicht sagst du, ich nehme die Anweisung und mache mein eigenes draus. Beides ist völlig okay. Also wir gehen jetzt kurz in die Lektion 121, die ja den Leitgedanken trägt, Vergebung ist der Schlüssel zum Glück. Das, was ich wundervoll an diesem Leitgedanken finde, ist, dass Vergebung nicht ein Schlüssel zum Glück ist, sondern der Schlüssel zum Glück. Es gibt keinen anderen Schlüssel zu wahrem Glück, außer zu vergeben, das heißt eine höhere Ebene als unsere Wahrheit wieder anzuerkennen. Also das auch nochmal als Zusatz, falls du damit mal so ein bisschen sitzen willst. Ein Schlüssel gibt's, einen einzigen, und das ist die Vergebung. Das ist diese höhere Ebene wieder als Wahrheit anerkennen. Und wohin uns das Ego alles geführt hat mit der Ausrede, dass dort unser Glück ist. Wir lesen jetzt mal gemeinsam in Lektion 121 die Anweisungen für die Übung des Tages und lassen uns davon inspirieren für unsere 30-Tage-Übung. Also, für die Übung des Tages in der Lektion 121 lesen wir: Beginne deine längeren Übungszeiten damit, dass du an jemanden denkst, den du nicht magst, der dich zu reizen scheint, jemanden, dem du nicht gerne begegnest oder den du aktiv verachtest oder bloß zu übersehen versuchst. Das beschreibt so ziemlich genau unsere Ausgangssituation meistens, wenn wir uns mit irgendeiner Person auseinandersetzen, die unsere Knöpfe gedrückt hat und wo wir merken, wir hängen fest und wir haben keine Ahnung, wie wir diese Situation am besten lösen. Also unsere Ausgangssituation für dieses 30-Tage-Gebet ist, es gibt irgendeinen Menschen oder irgendeine Situation, die unsere Knöpfe drückt und wir wissen nicht so ganz, wie wir damit umgehen sollen, um eine Lösung zu haben, die für alle Beteiligten das Beste hervorbringt. Schritt 2 lautet, und hier lesen wir wieder aus der Lektion 121, jetzt schließe deine Augen, sieh ihn, also die Person, und vielleicht ist es bei dir auch eine Situation, in deinem Geist vor dir und betrachte ihn eine Weile. Versuche irgendwo in ihm ein wenig Licht zu entdecken. Einen schwachen Schimmer, den du bisher nicht wahrgenommen hast. Lass dieses Licht wachsen, bis es ihn vollständig umhüllt und das Bild in etwas Schönes und Gutes verwandelt. Also, um es zusammenzufassen, wir setzen uns in die Meditation, wir schließen die Augen und wir sehen vor unserem inneren Auge die Person oder die Situation, die wir richtig nervig finden. Und dann füllen wir die Person oder die Situation mit Licht. Jetzt weichen wir aber ab von den Anweisungen aus der Lektion 121. Warum ich die Lektion 121 aber dennoch angeführt habe, ist, damit wir auch alle uns daran erinnern, dass der Kurs auch mit solchen Übungen arbeitet, um die Vergebung walten zu lassen. Also, wir sitzen in der Meditation, wir sehen die Situation oder den Menschen, der uns wirklich zu nerven scheint, oder die uns wirklich zu nerven scheint, vor unserem inneren Auge. Wir füllen die Person mit Licht. Und dann beginnt unser meditatives Gebet. 5 Minuten lang sehen wir diese Person vor unserem inneren Auge und beten für ihr Glück, für ihren Frieden und geben dieser Person oder der Situation Segen. Ich weiß, dass da auch vielleicht so ein Aspekt in uns hochkommen könnte, der dann denkt, boah, habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Ich finde die Person doch richtig nervig.
Peri, warum soll ich der denn überhaupt Segen, Frieden und Freude und Güte schicken? Das verstehe ich nicht. Und falls dieser Widerstand in dir hochkommen sollte, dann lese ich dir jetzt etwas aus der Lektion 121 vor, was dir vielleicht hilft. Da steht: Der Geist, der nicht vergibt, glaubt nicht, dass Geben und Empfangen dasselbe sind. Im Grunde geben wir uns selber in diesen 5 Minuten. Unser Gegenüber, das uns gerade zu nerven scheint, ist sozusagen unsere Projektionsfläche. Ja, aber geben und empfangen, wenn ich Liebe gebe, wenn ich Freude gebe, wenn ich Segen gebe, gebe ich doch in Wahrheit immer nur mir selber. Und bevor wir gleich in die Meditation gehen, ich weiß, das ist eine Riesenvorbereitung, aber ich finde es immer schöner, wenn wir wissen, auf was wir uns einlassen, dann können wir uns viel leichter darauf einlassen, möchte ich noch ein Wort über unsere Erwartungen verlieren. Weil oft begeben wir uns in diese Art von Meditation auch mit einer gewissen Erwartungshaltung. Wir denken dann irgendwie, ja okay, wenn ich 30 Tage für diese Situation oder für diesen Menschen bete, dann wird dieses und dieses Ergebnis eintreffen. Aber wir dürfen so erwartungsfrei wie möglich an diese 30 Tage herangehen. Wir haben überhaupt keinen Anspruch darauf, irgendeinen Deal mit Gott abzuschließen, was das Ergebnis sein darf, bloß weil ich mich 30 Tage für 5 Minuten in ein meditatives Gebet begebe. Wir dürfen wirklich uns überprüfen, okay, habe ich irgendwie latent oder sehr offensichtlich eine Erwartungshaltung, was passieren muss? Weil jedes Mal, wenn wir eine Erwartung haben und wenn sie nicht eintrifft, was oft der Fall ist, weil eine höhere Ebene viel besser Bescheid weiß, was für alle Beteiligten das beste Ergebnis sein wird. Nicht mein kleines Ich weiß das, sondern etwas Höheres in mir. Und dem darf ich vertrauen, dass das Ergebnis, was ich dann nach diesen 30 Tagen sehe, das Beste ist, was uns allen zugutekommen wird. Meine persönliche Erfahrung mit dem 30-Tage-Gebet war tatsächlich immer, dass etwas eingetroffen ist, was geklärt hat, was mir weitergeholfen hat, aber meist nicht das, was ich dachte, was das Ergebnis sein könnte, was mich erfreuen würde. Im Nachhinein weiß ich auch immer, dass das, was eingetroffen ist, was ich mir damals hätte vielleicht nicht ausmalen können, für mich ein großer Segen war und für alle Beteiligten ein großer Segen war. Aber wir müssen natürlich auch immer vertrauen, dass das, was dann passiert, zu unserem Besten ist, auch wenn wir manchmal nicht verstehen, wie. Ich weiß, dass ich manchmal viel klarer gesehen habe, was ich als nächstes tun kann, dass die andere Person eine Entscheidung getroffen hat, wo wir beide klarer dastanden oder mich die Situation gar nicht mehr berührt hat oder mich dieser Mensch nicht mehr berührt hat. Ich hatte irgendetwas in mir verschoben, so dass ich die gesamte Situation verschoben hatte, so dass ich nicht mehr berührt war und auch nichts mehr sagen musste. Manchmal wusste ich nach diesen 30 Tagen, es ist gut, es gibt nichts zu sagen, ich bin in Frieden. Aber hätte ich es mir am Anfang der 30 Tage so ausgemalt? Meistens nicht. Hilfreich ist es auch immer, dass du im Geist trägst, dass du diese Situation zum Wohle aller Beteiligten lösen willst. Nicht nur zu deinem Wohle, zum Wohle aller Beteiligten. Und was da das beste Ergebnis ist, das können wir einfach gar nicht abschätzen. Nochmal, bevor wir gleich in die Meditation gehen, beziehungsweise dieses meditative Gebet gemeinsam üben, damit du es anwenden kannst, wenn es bei dir mal nötig ist. Es kann total gut angehen, dass dein Ergebnis, was du dir mit deinem kleinen Ich ausmalst, nicht eintreffen wird nach diesen 30 Tagen. Aber was ich weiß, ist, dass irgendetwas in Bewegung kommen wird, was zum Wohle aller ist und was heilsam für alle ist. Ich glaube, jetzt haben wir alle Details und alle Infos, die wir brauchen, um gemeinsam loszulegen. Und ich wünsche uns gleich gemeinsam eine ganz wundervolle meditative Auszeit mit der Person in unserem Geist, die uns gerade wirklich zu nerven scheint, weil im Grunde genommen hilft sie dir nur zu vergeben. Das vielleicht noch als Zusatz zum Abschluss. Also verabschiede ich mich hier schon einmal von dir. Hab eine ganz wundervolle Restwoche. Wir sprechen uns ganz bald wieder. Deine Peri. Finde gerne eine bequeme Sitzhaltung, die du für die nächsten 5 Minuten so einhalten kannst. Und wenn du bequem sitzt, dann schließe jetzt deine Augen. Und vor deinem inneren Auge sieh die Person,
oder die Situation, die dich gerade beschäftigt, wo du merkst, dass deine Knöpfe gedrückt sind. Und wenn du die Person dann vor deinem inneren Auge siehst, fülle sie mit Licht, ihre ganze Erscheinung. Sieh sie in einem strahlenden, wunderschönen, heilsamen Licht. Und nun beginne dir innerlich vorzusagen: Ich segne dich, ich sende dir Freude und Frieden. Ich segne dich, ich sende dir Freude und Frieden. Mögest du Freude und Frieden haben. Mögest du Freude und Frieden haben und vollkommen gesegnet sein. Ich segne dich und ich sehe Frieden und Freude für dich. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Mögest du Frieden und Freude erleben. Sei gesegnet und hab Frieden und Freude. Ich segne dich mit Frieden und Freude. Ich segne dich und ich sehe Frieden und Freude für dich. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Mögest du Frieden und Freude erleben. Sei gesegnet und hab Frieden und Freude. Ich segne dich mit Frieden und Freude. Ich segne dich und ich sehe Frieden und Freude für dich. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude. Ich segne dich und gebe dir Frieden und Freude.
Mögest du Frieden und Freude erleben. Und vielleicht siehst du gerade, wie sich der Ausdruck dieser Person verändert. Vielleicht lächelt sie dich jetzt an. Vielleicht merkst du auch, dass ihre Körperhaltung sich verändert. Nimm jede Veränderung gerne dankbar wahr. Wirkt es leichter für dich? Vielleicht bemerkst du etwas und vielleicht bemerkst du jetzt auch noch nichts. Und du darfst auch dich selbst überprüfen, ob du dich leichter fühlst. Gelassener, ruhiger. Wir erinnern uns hier noch einmal zum Abschluss unserer kurzen Meditation, dass das Geben und Empfangen in Wahrheit eins sind. Danke, dass du Vergebung gewählt hast. Und wenn du soweit bist, dann komm wieder ganz hier an, bei dir, und öffne dann sanft wieder deine Augen.